Was geht ab, Leute? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir sind im Paradiso. Ich muss erstmal wieder auf das Spiel klarkommen. Ich habe eben ein bisschen Payday 3 gespielt. Ist ein bisschen ruhiger. Also nicht Payday ist ruhiger, sondern Starfield ist ein bisschen ruhiger. So, das ist Abigail. As far as I know, Sarah Morgans Mom. Und wir sind dabei, die Ehe zu schließen. It certainly was nice of you to think of me when sending invitations to my daughter's wedding. It's good to see you too, Mum. I just wish you would have given me more notice. Or maybe some time to get to know your dear partner. I barely even know his name. Gut, wir sind halt auch wirklich erst seit 3 Stunden oder so zusammen. Also so wirklich zusammen. Und jetzt sind wir schon verheiratet direkt. Vielleicht könntest du deine Tochter an ihrem Hochzeitstag etwas mehr unterstützen. Also, ja, ich verstehe sie aber auch, bin ich ganz ehrlich. So. You're right. I'm sorry. I haven't heard from Sarah in some time, and this was all a lot to take in all at once. Like any mother. I just want what's best for my daughter. As long as she's happy, I will be too. I apologize for adding any stress to your special day, my dears. Gideon, jetzt kennst du mich. Gideon, Sarah hat mir viel von dir erzählt. Eigentlich nicht so ganz. Ich bin Gideon, freut mich sehr, dich kennenzulernen. And what a pleasure to meet you too, my dear. I'm sure you and Sarah have much to tell me about your relationship, how you met, fell in love, and all of that. But it can wait until later. Wow, you two are hitting it off better than I imagined. I'll definitely be happy to fill you in with all the details after the ceremony. Anyway, I'm sorry, Mum. I know how this must all seem to you. This was a sudden decision, and we didn't want to waste any more time. We wanted to keep the ceremony small and involve only the people I care about the most. Sarah, dear. You're going to make me tear up before the ceremony even starts. I want you to know that even though I don't say it as often as I should, I love you very much. I'm delighted to be here, and I wouldn't miss this for the world. I love you too, Mum. Thank you so much for being here. There will be loads more to talk about later. But for now, let's not keep poor Aja waiting. We're waiting until everyone arrives. Bis alle angekommen sind. Es sind alle da. You should probably focus on your big day, not me, dear. Okay. We'll talk later, Yeah. I suppose. As soon as everyone is present, we will begin. Die sind alle Good to present. see you, Sarah. It's wonderful to see you too, Aja. This is the one I told you about. I've heard a lot about you. All of it good. You're quite a catch. 10 seconds in and already you're embarrassing everyone. Before we go any further, I just want to make sure that you are right for Sarah. She's quite special, Wir sind füreinander geschaffen. Sie ist nicht nur etwas Besonderes, sie ist einzigartig. Ich weiß, dass sie Besseres verdient hat, aber sie muss sich wohl mit mir begnügen. Alter, what the fuck? Sie ist nicht nur etwas Besonderes. Oh, God. Now you're embarrassing me. That's called love, my dear. You better get used to it. Well, I've seen enough. I can read people the moment I lay eyes on them. And you're going to make Sarah quite happy. Coming from you, Aja, that means a lot. Of course, Sarah. You know I always look out for you. Now, are we ready to begin the ceremony? Ja, ich bin bereit. Very well. If everyone's ready, then I'll begin. It's been years since Sarah Morgan and I have spoken. And though it might appear that we've grown apart,
I feel that we've become closer friends than ever before. When I received the message with Sarah's intent to marry, and that she wanted me to officiate the ceremony, I was overwhelmed with joy. Not because she had decided to rekindle our friendship, but because she was allowing me to share the happiest moment of her life. I can't imagine a greater honor. And for that, Sarah, I thank you. I wouldn't have had it any other way, Aja. Before you present your vows, I'd ask both of you to remember that love is what brought you together today. It is a foundation upon which a structure of trust, faith, and affirmation is built. This structure can be absolutely impenetrable if you both agree to love each other unconditionally, with faith, devotion, and acceptance. And most importantly, to allow yourself to be loved. Remember, there are no other bonds more meaningful than the one you are undertaking today. You should cherish this moment and hold it close to your hearts as a reminder of the love you share. If you both are willing to abide by these words, then you can be assured that your lives will be filled with joy and happiness forever. That was beautiful, Aja. Thank you. Did you need a moment, Sarah? No, I'm fine. But I wanted to say something before you continue. When we stood beside that waterfall in New Atlantis, you told me that I needed to forget the past and focus on what I have right now. I swear, with every fiber of my being, that the past will no longer be an obstacle in my life. And I will honor your words by focusing my affection on the most important thing in my life. You. This is my solemn pledge to you. From deep within my heart, from deep within my soul, for all eternity. And you? Did you have anything you wanted to say to Sarah? Ich verspreche, dich zu lieben, zu schätzen und zu respektieren. Für immer. Deine Worte bedeuten mir die Welt. Ich werde alles geben, um deinen Erwartungen gerecht zu werden. Ich möchte jeden Aspekt meines Lebens mit dir teilen, damit unser Traum von einer gemeinsamen Zukunft wahr wird. Es ist, sie haut da sowas raus und wir kommen mit einem Satz. Ich mach das. Well, don't go all quiet on me. Thank you. Ah, okay, ich darf noch viel. Ich darf noch mehr. Du bist der schönste, einfühlsamste Mensch, den ich kenne. Ich bin so glücklich, dich zu haben. Ich werde immer bei dir sein, um dich zu trösten oder mit dir zu lachen, wenn du glücklich bist. Welche Hürden uns das Leben auch in den Weg stellen mag, wir werden sie gemeinsam überwinden. Machen wir. I'm going to hold you to that promise. You had a gift, Sarah? Yes. I wanted you to have this as a token of our love. I'm giving this to you as a symbol of the clean break I've made from my past. Oh, it would have been impossible without your help. And for that, I'll be forever grateful. With these promises of affection and these vows you've exchanged, by the power vested in me by the Articles of Constellation, I happily pronounce you life mates. Congratulations! Aja, I don't know what to say. That was... oh, amazing. I couldn't imagine having this ceremony without you.
I'm glad everything worked out for you, Sarah. I'm only sorry that we waited so long to reach out and contact one another. Kann ich mich irgendwie für all deine Mühen revanchieren? That isn't necessary. This was my gift to the both of you. Well, you're both welcome to stay here for as long as you like. Sarah, your mother will be staying here with me for a few weeks. We've actually got a lot more in common than I expected. So, I guess this is goodbye for now. I wish the both of you a happy and healthy life together. I'll never forget this, Aja. Thank you. I'm happy to host Abigail here at my home. She's quite charming. Ich will mal gucken, was sie mir gegeben hat. Sarahs Verlobungsgeschenk. Oh, ist das ihre UC-Marke? Ich glaube ja, ne? Oh, ich hatte nichts. Well, well. Back for more, eh? Wie geht es dir mit unserer I Ehe? feel like I'm a better person because of your commitment to gently guide me through life. Funktioniert nicht mehr. Nicht mal eine Minute später. Diese Worte bedeuten If mir it alles. keeps us close, then I'll gladly say those words every time you ask. It was a wonderful wedding. I was so happy to officiate for you. Ich nicht noch irgendwie... Nee, okay. Es ist... Wir sind jetzt verheiratet. Das, Don't worry. I know how new in-laws can be. I'll try to work on her for you and Sarah. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, da kommt ein bisschen mehr. Aber hey, wir sind jetzt mit Sarah verheiratet. Warum hast du die Constellation verlassen? I was chair of Constellation for 35 years. I was there for all the low points and all the high. I kept Constellation out of the colony war, made some incredible discoveries, and recruited some of the most amazing explorers in the settled systems. I just finally reached a point where I felt I'd done enough. And it was time to give Sarah a chance. And I have no regrets either. If you're expecting controversy or some sort of political reason, I can assure you it doesn't exist. And between you and me, I'm not getting any younger, eh? And this tired old woman wanted to enjoy the sunset of her life on this beautiful world. Mhm. Gefällt dir Paradies? You have to ask? Look at the place. It's absolute paradise. I can spend my day at the beach, relax with a cool drink and catch up on some reading, enjoy the cuisine, whatever my heart desires. I haven't even traveled off-world since I arrived. Hell, I haven't even boarded a spacecraft. It's so wonderfully liberating. Moving to Paradiso was one of the best decisions I made in my entire life. Warte, wie schnell das hell wird. Wie war Sarah damals, als sie bei der Constellation dein Schützling war? She was a royal pain in the butt. That's what she was. Hot-headed, impulsive, eager to rush into things without examining the ramifications, eh? Honestly, a lot like I was at her age. Her hunger to explore the void was the most fervent I'd seen in my years at Constellation. There wasn't a single assignment she'd refuse. All in all, though, she was one of the best explorers I've traveled with. And I'd wager that holds true up to today. That woman has a good head on her shoulders. You should count yourself lucky to be a part of her life. Das bin ich. Goodbye now.
You Guck and mal, my jetzt Sarah mit are such a Sonnenaufgang. lovely couple. I So, really do Abigail. hope you're truly the one for my daughter. Das werde ich sein. Wie hat dir die Hochzeit It gefallen? was not quite what I had imagined for Sarah. I thought it would be a grand affair with hundreds of friends and extended family gathered to celebrate. But given her history, I should say I'm not entirely surprised she chose something completely different. However, despite that, I must say that this was truly something special. It was quite splendid. Just the two of you, myself, and Aja. From the bottom of my heart. Thank you again for having me. Kannst du mir irgendwelche peinlichen Geschichten aus Sarahs Kindheit erzählen? Oh, gosh, really? We're doing this, are we? Oh, can I? When Sarah was 6, I believe, she lost her second tooth, but this time she actually lost it. I forget how it happened exactly, but it ended up going out with the waste as we were flying between Jemison and... Oh, I forget where. It's not important. She was so distraught. Mummy, what if the tooth fairy doesn't know I lost a tooth and doesn't come? She cried. So I told her to write a note and leave it under her pillow for the tooth fairy. So she ended up explaining what had happened and begged the tooth fairy for a spaceship so she could go off and find her lost tooth for her. It was adorable. Thanks, Mother. Thanks for that. Deine Beziehung zu Sarah war nicht immer sehr eng. Was ist passiert? Mostly the physical distance between us. It wasn't intentional, I'll have you know. Our lives simply diverged as she grew older. You may not know this, but we had different plans for her when she was growing up. Ja, das weiß ich. I've since come to terms and accepted that she didn't want to follow in her parents' footsteps. Perhaps... She needs to hear it from me. I need to make it more clear to her that I'm proud of her, regardless of her choices. I need to, if I want to be closer to my daughter and her new partner. Sie steht 2 Meter weiter. Also, sag sie ja. Bye then, dear. Okay. If something's on your mind, you can tell me. Don't stay away too long. Gut, wir sind jetzt glücklich verheiratet. So. Damit, rein in die Ehe, Alter. So, aber ich glaube, sonst haben wir hier dann gerade nichts zu machen, ne? Also ja, wir könnten hier Scanny und so ein Scheiß, aber ich glaube, missionsmäßig haben wir hier sonst nichts. Und ich sehe auch keine... The beach, the sound of the ocean. Oh, this is wonderful. Huh? 'Cause I'll throw down if I have to. Ich habe eine Shotgun dabei. Unless you're here to liquor me up or sell me drugs, you're no use to me. Everything here is a little more Mieses expensive Arschloch, than what I Alter. expected. Guess Oh, I that's how got they sand in get my you. shoes again. Oh, I mean, hi. Sorry. Sand im Schuh. Naja, was passiert, ne? Gib uns eine Bewertung. Danke für deinen Aufenthalt bei uns im Paradiso Resort und Hotel. Unseren Service bei deinem nächsten Besuch zu verbessern, gib bitte an, wie zufrieden du in den folgenden Kategorien mit unserem Service bist. Wobei 1 nicht zufrieden bedeutet und 5 sehr zufrieden. 4, Gesamteindruck 2, okay. Weitere Kommentare. Wir sind zum 2. Mal hier. Die Strände sind zwar schön, aber könnten noch etwas breiter sein. Diesmal hatten wir eines der Deluxe-Häuschen direkt am Strand gebucht. Wirklich schick und komfortabel. Dann hat mein Mann das Garnelen-Sextett bestellt. Es war zwar ziemlich überteuert, aber im Urlaub wollten wir uns nicht lumpen lassen. Leider bekam er dadurch eine extreme Lebensmittelvergiftung
und musste in das nächste Krankenhaus auf einen anderen Planeten gebracht werden. Naja, ohne ihn gefällt es mir im Resort nun sogar etwas besser. Ohne sein Gemeckere ist es gleich viel ruhiger. Außerdem hieß es, hier wäre Windsurfing möglich. Warum wird das nicht angeboten? Nein, ich möchte keine Viewers kaufen. Verpiss dich. So. I'm on vacation because I don't want to be bothered by Okay, ja, aber mehr scheint es... mehr scheint es nicht zu geben. Volleyball. Einfach den Volleyball mitnehmen. Hope you've calibrated that thing. Ja, ich kann jetzt hier halt wieder, ne? Alles scannen. Was wir ja eigentlich nicht mehr machen wollten. Ja, hatte ich schon, ne? Ja. Aber ich sehe auch keine anderen Merkmale, die hier noch irgendwo in der Nähe wären. Zum Benutzen. Oder zum Benutzen, zum Erforschen. Ich bin am Überlegen, ob ich nochmal zum Hotel gehen soll. Und sagen, dass ich ein Zimmer haben möchte. Ich habe keine Ahnung, vielleicht. Ich meine, warum sollte ich ein Zimmer kaufen können, wenn es dafür kein... It is my pleasure to make your stay as accommodating as possible. Ich brauche ein The Zimmer. system shows that we do in fact have a room available. Are you looking for the daily rate or the more economical weekly booking rate? Ich brauche nicht für eine ganze Woche. Für eine Nacht. Very good. I wish you a pleasant evening. No need to check out in the morning. Okay, geh in dein gemietetes Zimmer. This is probably the best vacation I've ever taken. No major incidents in a while. Dann gehen wir in unser gemietetes Zimmer. Sieht voll nice aus. So, komm mal rein. Stehlen. Jeder lässt doch was aus dem Hotel mitnehmen. Mitgehen. Ich bin ganz ehrlich, abgesehen von diesen Flecken hier, sieht das nicht so ganz Paradieso aus. Kaffeetasse stehen. Pfefferstreuer. Wer lässt denn einen Pfefferstreuer mitgehen, Alter? Da können wir nichts machen. Alter, was ein Badezimmer. Holy shit. Okay, aber eine Tür konnte man sich hier anscheinend nicht leisten. Das ist ja auch geil, da den Spiegel zu haben, Alter. Wenn du hier stehst. Naja, okay. Naja, jeder wie er möchte, ne? Was ist denn jetzt da oben? Das ist doch mal eine schöne Aussicht, Digga. Beautiful. Sarah?
Möchten wir ins Bett gehen? Lass uns mal zeigen. Hopsis! Hü, du hast die Hochzeit verpasst! Er hat einfach die Hochzeit verpasst. Miese Makrele. Talk about seeing stars. Phew. That was amazing. Mhm. Oh, my day just got a whole lot brighter. Mhm. Ah, I miss talking to you already. Aber das hat mir jetzt keinen Buff gegeben, anscheinend. Okay, ja, hätte ja sein können. Oh, ich glaube, es ist draußen. Es ist Nacht. Es ist... Ich glaube, es ist draußen. Ja. Nachts ist es kälter als drin, Alter. Warte mal, soll ich mich schon wieder hinlegen? Okay, 16 Stunden. Let's go. Ich glaube, es ist draußen. Heute sind aber auch Versprecher am Start, ey. Ich sage nur, was passiert, wenn die ganze Bevölkerung zu stark wächst. So. Damn it. Do we have to get up already? Was mit einem Gefühl von emotionaler Sicherheit. Okay, aber das gibt keinen Buff oder sowas. Gut. Und dann würde ich sagen, wir haben die Nacht im Hotel verbracht. Ich wollte gerade sagen, als ob ich jetzt nicht mehr aus dem Zimmer rauskomme. Ah, nice. Geheiratet, eine schöne Nacht gehabt zusammen. Dann können wir doch diesen Planeten... I'm here to help if you need it. Schnauze. Diesen Planeten erstmal wieder verlassen. Mehr haben wir hier sonst gerade nicht zu tun. Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Tja, ich habe es mir nur so halb angeguckt. Ich habe halt versucht, ne, nicht so viel vorwegzunehmen. Und nach der ersten Mission habe ich dann gesehen, okay, Moment, irgendwie gibt's hier nur 8. So eigentlich wollte ich halt noch eine zweite Mission machen. Weil halt ne?
für Viking Glubscht wollte ich halt noch eine mein Gott, Alter. Noch eins machen, aber ich wollte dann nicht noch eine zweite Mission machen. Wenn es nur 8 gibt, ist das halt schon... Ja, dann hätte ich das Spiel auch komplett ohne dich spielen können. Ja, wir sprechen mit... Ah ja, stimmt, du wolltest ja eh mit uns sprechen wegen den Leuten da oben. Stimmt, das habe ich schon ganz vergessen. In dem Kolonistenschiff. Aber so, was ich jetzt gesehen habe, wirkt es wie ein Payday. Ne? Aber es ist halt schwer jetzt zu sagen. Es wirkt für mich ein bisschen geskripteter als Payday 2 beispielsweise. Aber das kann ja auch missionsabhängig sein, weil so Payday 2 hattest du halt, ne, so beispielsweise irgendwie so eine normale Standardbank. So, und dann hattest du halt so einen Tresor, ne, und da konntest du dann entweder dich reinhacken oder du bist mit einem Bohrer ran oder irgendwie sowas, ne, oder konntest halt auch sneaky dann mit Schlüsselkarten oder sowas. Das war jetzt ein bisschen anders. Aber muss man halt mal auf, ne? Muss man dann nochmal in Ruhe angucken, vernünftig. Ich habe jetzt halt auch nur die eine Mission da. Habe auch auf DC gefragt, aber es wird nur 8 geben und der Rest Season Pass, oder wie schaut das denn aus? Ich glaube ja. Also ich habe halt mit meiner Edition ist Season Pass für 1 Jahr und da sind 4 Heists. Finde ich aber auch in einem Jahr 4 Heists. Das ist schon nicht so viel. Das sind halt 4 Maps. Und wenn du mal guckst, so beispielsweise Back 4 Blood. Ich meine, Back 4 Blood hatte, glaube ich, nur 2 DLCs. Oder waren es 3? Ich weiß es nicht. Aber das war halt jeweils, ne, mit 5, 6 Maps. So gesehen. Vor allem, das Standardspiel kostet 40 €. Und ich habe 90 für die Gold Edition bezahlt. Das heißt, ich zahle für 8 Missionen, für 8 Missionen zahlt man 40 € und für 4 weitere 50. Ja, du hast halt noch irgendwie Cosmetics damit bei, aber... Was, Digga? Was? Ich glaube, bei Payday 2 war das eigentlich auch kostenlos, glaube ich. Die Maps, die dann rauskamen, aber weiß ich nicht. Welcome to Paradiso. Jiro Sukiyama at your service. Do you have a security concern or is there something else I can help you with? Also es hat Spaß gemacht, das zu spielen. Aber allein aus diesem Aspekt frage ich mich halt so... Weil ich habe jetzt für die eine Map, habe ich, so wie ich das gespielt habe, 20 Minuten gedauert. Wenn du halt Sneaky spielst, ne, dann wärst du halt, keine Ahnung, 30, 40 oder sowas. Payday ist ja eigentlich auch so ein Spiel, du spielst die Maps immer wieder. So, wie oft habe ich die Maps in Payday 2 gespielt? Weil es geht ja da auch eher, oder was heißt eher, aber es geht ja auch großen Teil um den eigenen Fortschritt, was halt Level angeht, mit Skills, dass du neue Sachen machen kannst und sowas. Und halt auch neue Waffen kaufen und sowas alles. Ich fast schon überlegen, es nicht zu kaufen. Ja, das dachte ich mir schon. Deswegen wollte ich dich darüber informieren. Auch wenn es natürlich schade wäre, wenn man es dann nicht zu zweit spielt, aber das dachte ich mir schon. Mein theoretisch Base Game, ja, kann man sagen, 40 € für 8 Missionen heißt, du hast dann 5 € pro Map quasi. Wenn man es so rechnen will. So, aber ja, wenn man jetzt halt so 20 oder 30 Minuten bei 8 Maps rechnet, dann bist du halt bei 4 Stunden, ne? Anything else? So. Ist die Paradiso Security mit den UC oder dem Freestar Collective verbunden? Neither. We're our own private force.
The Paradiso group pays top dollar for top-notch security. And I dare say we're some of the best in the business. We have to be out here on the fringes of the settled systems. Mit welcher Art Ärger hat man es in einem Resort zu tun? Honestly, it's not as exciting as you might think most of the time. More often than not, we're just handling drunk and disorderly conduct. Heck, even pirates leave us alone for the most part. I think it's because some of them actually vacation here. As long as they're not bothering anyone, we've been told not to worry about them. Okay, du scheinst genau der Typ zu sein, den ich suche. Something I can help you with? Ich bin wegen eures Notrufs hier. Ich bin hier, um das Schiff im Orbit zu vertreten, die ECS Constant. Ich sag mal erstmal, ich bin wegen deines Notrufs hier. Oh, yes. Let's get right to it then. As you can imagine, we've got a predicament on our hands. Ja. Under normal circumstances, we would not enlist outside help in this manner. But this is a matter we can't afford to worry our guests about. As such, we need to handle this discreetly. Failure on your part to do so could have severe consequences. So, before we proceed, can you swear not to discuss this with anyone else unless explicitly directed to do so? Verstanden, ich schwöre es, sag mir, was ich tun soll. Ja, ja, ist okay, mach schon und sag mir, was ich tun soll. Ich muss darüber nachdenken, ich gebe dir dann Bescheid. Gehört nicht zum UC oder Freestyle Rechtsraum. Wie schlimm kann die Strafe schon sein? You're right. We're not. Which means we're not bound by anyone's laws but our own. Das dachte In other ich mir schon. words, it's our system and our rules. Neither the UC nor the Freestar Collective will help you if you get into trouble here. Ich glaube, dir hilft eher keiner, wenn du mit mir Probleme bekommst, mein Freund. Ja, okay. Great. I appreciate it. Not too long ago, a strange and enormous ship appeared in Parima space. It is now locked in orbit around our planet. Habe ich So gesehen. far, doesn't seem to be hostile, but any attempts to communicate with it have been in vain, so we're unsure of the ship's intentions. Sind Kolonisten von der Erde. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie wollen, dass ich sie vertrete. Sind nur Kolonisten, nichts, wovor man sich fürchten müsste. Sie sind Kolonisten und ich will ihnen helfen, sich hier niederzulassen. Das Schiff ist voller Clowns, die glauben, sie hätten hier Besitzansprüche. True. True. Aber, ich mach das Ober. I see. Well, if you're speaking on their behalf, I'll refer you right along to the chairman of the Paradiso Group's board, Oliver Campbell. All formal decisions will go through him, not me. I'll let him know you're on your way. Ah, okay. Erstkontakt. Das wollten wir ja schon mal zu dem Vorstand. Jetzt können wir zu dem Vorstand. Tja. Also ich werde auf keinen Fall irgendwie sagen, okay, ihr sollt jetzt alle den Planeten, euch alle von dem Planeten verpissen, damit die Leute vom Kolonistenschiff den ganzen kompletten Planeten haben können. Also wenn, dann sollen die sich halt irgendwie einig werden. Glad most of the execs never show up to work. I see you've returned. I can let you in if you've done what you need to do. But if not, I can't have you disturbing the execs. Wie haben die Leute hier reagiert, als die Warum sage ich immer CS konstant auftauchte? People were a little freaked out around here, understandably. It looks so different and it's so massive. We honestly thought we were under attack by an unknown entity. Then nothing happened. Just stayed there. No communicate with it. We've been very careful not to alert the resort guests. The board believed it would be bad for business. Okay, ich bin bereit. Sure. Have fun in the Shark Tank. And don't worry, even they call it that. Ja, weil ich bin der Hai. Hi. Hi. I just feel that we should be focusing on the natural beauty of this planet, not our amenities. There are millions of planets out there. People can go to any one of them. The resort facilities are precisely what we bring to the table. Heck, it's the only thing we've really got to offer.
I don't want to risk us Bin coming ein off as Walhai. just another artificial, shady, trash-filled dump like Neon. That's not who we are. We've got something special here. We should embrace that. Belom's right. Thank you. We don't want to compete with Neon. Bayou's ruthless. He'll do anything he can to eliminate the competition. We don't need that kind of trouble. That being said, I think there's a middle ground. Maybe build up the beachfront at a boardwalk amusement park. I've had this idea to build artificial hot springs, that sort of thing. Sounds good. I'll look into what that will cost us, and we can circle back around to this. Okay. If you've heard about us elsewhere, chances are it's because of me. Come on, mate. What? Loads more interesting things to do outside. No need to mill about in here. Hello? I didn't realize Hi. Kiwi was letting people in here. Kiwi, mir wurde gesagt, dass ich mit dir über das seltsame Schiff im Orbit reden soll. Gibt es wirklich nur 3 Vorstandsmitglieder? Nein, wir wissen schon, die meisten arbeiten von zu Hause. No, of course not. There's several more. We're just the ones who show up day to day. The others spend their time lazing on the beach or gallivanting off-world. Doesn't bother me, though. Less cooks in the kitchen means I get to make all the big decisions around here. Seems to be working out for us just fine. Was kannst du mir über Paradiso We, erzählen? the Paradiso Group, bought the rights to this planet years ago with the intent of turning it into the biggest and best resort in the universe. To that end, I'd say we've succeeded. As such, no other leisure enterprises may operate on the planet without renting land from us. But as you can see, none can afford such a deal. Wird dieses Resort außerhalb der besiedelten Systeme... Ja, Digga, wie oft wollen wir diese Frage noch beantwortet haben? We just don't answer to the Freestar Collective or the United Colonies. Makes things easier. We don't pay any taxes. We don't need to follow their laws. All the benefits, none of the drawbacks. And no one mind, because half the politicians and other big shots love vacationing here. Works for everyone. Ich soll mit dir über das Schiff sprechen. And you must be the diplomat Giro told me about. Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke. But given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, the aliens, up there, causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Come see the aliens! Naja, warum denn die Dringlichkeit bei dieser Sache? We run a premier resort getaway here. We can't have our guests concocting stories about some budgy old ship hanging around up there. As it is, we've had to reroute our luxury liners around the other side of the planet on entry so no one sees it. It's bad for business. We need to nip this in the bud and take care of it before the tourists catch on and cause a scene. Darauf fällt doch im Leben niemand rein. Klar, meinetwegen absolut genial. Widerlich, du weißt genau, dass das nicht stimmt. Ja, gut, ist halt Marketing, ne? Das stimmt halt die meisten Sachen nicht. Kommen wir einfach direkt zur Sache. Being direct then. Good on you. So, what do you know about this dodgy ship I'm hearing all about? Es ist ein Generationsschiff voller Kolonisten von der Erde. Sie waren 200 Jahre unterwegs. Es ist ein klappriges, erdzeitiges Schiff voller Kolonisten, die glauben, dein Planet gehöre ihnen. Es sind Kolonisten, die sich nach 200 Jahren endlich niederlassen wollen. Das lässt sich ausnutzen. Was, wenn es tatsächlich ein Alien-Mutterschiff wäre, das diesen Planeten zerstören will? Es ist ein Generationsschiff voller Kolonisten. Well, that's something. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them quite a bit too. They'd need to work off all their debts before being allowed to leave. Maybe not. What if we help them get out of here? Outfit their ship with a grav drive so they can find a new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly.
We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Someone else would have to foot the bill. Oh, I swear this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, Seema's got the right idea. Either works for me. Just tell me what you want to do. Okay, ich denke, ich habe mich entschieden. Sie können also hier leben, wären dann aber Leibeigene. Oh, I didn't say that specifically. This would be a mutual contract for room and board in exchange for services rendered. Of course, there's no telling how long this arrangement will last, given the substantial costs we'd need to take on in order to accommodate them here, including their continued room and board. But this may save the resort on operating costs in the long term, as we'd be able to let go of some of our current paid staff. Mhm. Wieso muss ich den Graph-Antrieb kaufen? It's not our responsibility to bear the brunt of that cost. We're being more than generous by offering the use of our engineering team to help install it. A custom grav drive can't come cheap, and I assume they have neither the monetary means nor the connections to get a hold of that kind of technology. That leaves the only other party in this negotiation. You. Nicht mehr existieren. Willst du damit sagen, ich soll das Schiff zerstören? I'm not suggesting anything. Other than it would make our lives so much easier if that ship ceased existing. Make of that what you will. Natürlich. Warum kann sich nicht irgendeine Behörde darum kümmern? We operate outside of the Free Stars only, you see. Partially because we don't want anyone else meddling in our affairs. And we'd rather not draw attention to it. As I've mentioned, it could be bad for business. We'd much rather settle this independently. Warum können sie nicht einfach die andere Seite des Planeten besiedeln? We own this planet, they don't. Here at Paradiso, we don't like leaving things to chance. Who knows what these people will do with their land? Imagine the landscaping disasters they may come up with, and how that might mar the satellite imagery of the planet in our brochures. No, much better to assimilate them into our culture if they come here to live, rather than leave it to chance. Das sind Menschen und du machst dir Sorgen wegen der Landschaftsgestaltung? Das ist doch absurd. Aus geschäftlicher Sicht verstehe ich deinen Punkt, aber ich sehe das anders. Du hast vermutlich recht, diese Leute könnten schlecht fürs Geschäft sein, auf mehr als eine Weise. Das ist absurd. Absurd or not, that's our official stance. I make the decisions that are best for our entire group. You don't. Gut, I guess ich habe mich And which entschieden. proposal will you be taking to the good captain? I assume there's a captain? Ich werde sie davon überzeugen, sich hier niederzulassen. Ich kaufe den Graph-Antrieb und bringe sie dazu, sich anderswo anzusiedeln. Rein oh Gott, wie könnte man so ein Schiff verschwinden lassen, wenn sie trotz allem weiter darauf bestehen, dass der Anspruch auf diesen Planeten älter ist. Okay, also überzeugen sich hier niederzulassen wäre dann, dass sie halt für das Unternehmen arbeiten. Das würde ich nicht wollen. Verschwinden soll das Schiff auch nicht. Also nicht auf diese Art und Weise, die da, ne? Also, wir können sie halt mit einem Graph-Antrieb versehen. Geld haben wir ja. Dann könnten sie sich halt einen Planeten raussuchen. Schöner wäre es für sie aber natürlich auch, ne? Du bist all die Jahre unterwegs zu diesem einen Planeten, dann bist du endlich da, dann willst du eigentlich potenziell auch da sein. Ich würde das vielleicht mit dem Graph Drive machen. Oder? No worries, mate, but my time is valuable. Oder wir versuchen vielleicht mal erstmal das. They'd be hard-pressed to defend their claim in any courts. Our charter goes back years. It was registered with both the UC and Free Star Collective, per the Centaurus Proclamation. We may be outside the settled systems, but that charter's official as can be.
I'm sorry, but you're going to need to be the one to break the news to them that they need to make a compromise or leave. Okay. Dann machen wir das mit dem Graph Drive. Ah, good on you. You want to see a man named Benny St. James over at Hope Tech. He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship with a modern grav drive, it'd be him. We'll coordinate our engineering team with his when you return, though you may have to help the Constance engineers prepare for it on their end. Good luck. I know this was a difficult decision, but if it's any consolation, I think you've made the right choice. Compared to the destruction of their vessel and relegating them to a life of servitude, I'd say this is the best chance they've got. Right. On behalf of the Paradiso Group, we appreciate your help. So. I only call on Bennu for good chat. Sorry, you've got to go. With a name like Paradiso, the marketing for this place writes itself. This is a bore. I'm sorry. Should I know you? Du kannst gleich meine Shotgun kennenlernen, Alter. Und das meine ich wortwörtlich, nicht, ne? Nicht sprichwörtlich. Can't wait for my shift to be over, so I can relax like a guest. Geh zu Hope Tech. Wo ist denn jetzt Hope Tech? Ich dachte, das wäre vielleicht auf dem Planeten, aber anscheinend... Anscheinend beendet sich Starfield. Cool. Ah. 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 I'm not angry anymore. Ist mir alles egal. Flick it away. Yes, sehr schön. Nacken. Graph Drive auf meinen Nacken. Okay. Hey there. Ja, hau. Hau die. Moment. Ich hab den Rest vergessen. Nerion. Natürlich. Sollen wir jetzt durch 4 Systeme springen? Warum nicht? One of these days. Okay. Ba 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 da ba 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 ba. Yee. Willkommen aboard, Captain. Pleasant change of scenery. The two of us make quite the pair, eh? Oh, darf ich dir etwas sagen? You can tell me anything. Deine Liebe ist alles, was ich im Leben will. Mehr brauche ich nicht. Wären dies meine letzten Worte, würde ich sagen, wie sehr ich dich liebe. 12 Buchstaben, 13 Worte. Oh mein Gott, Alter. Wenn du lächelst, tanzt mein Herz. Du bist der hellste Stern am Himmel. Ja, manches ist davon aber auch schon so. Du bist der hellste Stern am Himmel. I feel so lucky to be with someone like you. Hast du was für mich? Yeah, take a look at this. Blume. Nice. Maybe if you're lucky, we'll talk again later. We can talk. Irgendwo waren Glasflaschen am Rumdümpeln.
Okay. Was passiert eigentlich, wenn ich hier schlafe? Das Bett ist relativ klein. Gibt's dann trotzdem... Hey there, sleepyhead. What's the matter? Did I wear you out? Okay. Okay, also wir machen es auch hier dann. Wer verteilt hier Scheiße, Digga? Könnt ihr mal aufräumen, ihr Penner? Ich heb ab. Okay. Sonst scheinen wir nicht sonderlich viel ziviler Außenposten. Mhm. Ja, also das heißt, da wo 3 Punkte sind, da gibt es schon mehr. Da wissen wir schon. Ah, Red Mile, da sollen wir ein Paket abholen. Dann fliegen wir da doch mal hin. Oh. You see Navy? Unknown vessel. Prepare to submit to... Wait, this is Captain Young. Please acknowledge. Hey, nice to see you. Been busy risking your ass for total strangers, huh? Ah, Young, das ist doch die, wo die Spacer angegriffen haben. Was hast du so getrieben? We were furloughed on New Atlantis for some R&R. Just got our orders that we're shipping out. No idea exactly where. They like treating us Marines like mushrooms an awful lot. Kept in the dark and you know the rest. How about you? Ich kann die Heldentaten doch nicht all den Marines überlassen. Solange die Bezahlung stimmt, mache ich fast alles. Irgendwie scheinen die Leute sich gern von mir retten zu lassen. Ich kann die Heldentaten doch nicht alle den Marines überlassen. You are giving us a run for the money. Do I have to? Fine. Private Sai says hi. No more passing messages. Decorum, Marines. So, Command signed off on our unauthorized training mission. Sadly lost some men, but training accidents happen to the best of us. Ah. Es war eine verdammt harte Trainingsmission. Es ist eine Ehre, das mit dir durchgestanden zu haben. Unglaublich, dass du nicht vor Kriegsgericht gekommen bist. Wir haben zu viele Leute verloren. Hast du was von der Freestyle-Miliz gehört? Captain Torres got promoted. Sent us a goodie basket. Most of it was confiscated by customs. But there was a keg of good Aquila City beer. We raised a glass in his honor. Actually, more than one. Das war eine verdammt harte I Trainingsmission. stand by it. You'd make a hell of a Marine. But, damn proud to know you too. Command's shipping us off to parts unknown. But would you accept a final parting gift? Du musst mir nichts geben. Na gut, aber vielleicht kreuzen sich unsere Wege irgendwann nochmal. Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ja, machen It's wir. a nice thought, but the galaxy's a big place. A lot of good people owe you their lives. Maybe one day some of us can return the favor. Young out. Haben einen Legendary Raketenwerfer bekommen.
Wünschte, ich würde mal wieder von Spacern oder Ekliptik angegriffen werden. Ich brauche ein paar Schiffe zum Zerstören. Okay. Scan. Wir haben Wasser, Helium-3, Aluminium, Chlor und Lithium. Schwerkraft ist 2G. Okay. Das sind Klopper. Dann werden wir mal landen. Oh, und er hebt ab. Aufstehen. Okay, das scheint aber nicht allzu groß zu sein, tatsächlich. Chance des Menschen bei geringe Chance, ein Ziel zu demoralisieren. Der macht 127 Damage. Der macht auch 127 Damage, aber bei voller Gesundheit macht er das Doppelte. Das heißt, ich würde vielleicht trotzdem eher den benutzen dann. Extreme Kälte. Steuerkonsole. Play by the house rules, or you'll find yourself on the other side of an airlock without a helmet. Oh. What the hell are you looking at? You're trying to piss me off. Das gehört den Ekliptik. Aber Red Mile scheint relativ klein zu sein, oder? Oh, just the thought of landing at the Red Mile was making me sick. Now that we're here, I'm almost at a loss for words. Gebäude. Yo, Big Boss, da geht's runter. He did. Meins. Hat ja keiner gesehen. Okay, aber das scheint zumindest nicht ein so großes... Aua. Ja, ich muss aufpassen. 2G. Scheint aber nicht ein so großes Gebäude zu sein. Whatever you have to say, I don't give a shit. Okay, du Arschloch. Bitte reinkommen. Sir, willst du nicht deinen Anzug da draußen lieber noch anhaben? Die weiß schon, was sie tut. Das sieht gar nicht gut aus. Und ich würde sagen, das ist was fürs nächste Mal.